Hallo, Weihnachten steht vor der Tür, die wichtigste Saison des Jahres. Es ist jetzt noch ein wenig hin, bis Weihnachten kommt, aber man sollte sich jetzt schon über Trends, Materialien, neue Produkte, Farbkombinationen, Warenpräsentationen auf jeden Fall informieren. Und deswegen haben wir die Blooms Trendwochen für Weihnachten speziell ins Leben gerufen, die Anfang September starten. Dazu aber nachher noch mal ein wenig mehr. Ja, wir müssen auch an denken, es gibt die Pandemie. Die hat uns ein wenig durchgeschüttelt, den einen mehr, den anderen weniger. Aber wir von der grünen Branche haben eigentlich ein wenig Glück gehabt. Denn das Zuhause, der eigene Garten, die eigenen vier Wände sind sehr wichtig geworden für uns Menschen. Wir konnten nicht wegfahren, also macht man es sich daheim schön. Und das wird für Weihnachten garantiert dieses Jahr auch so sein. Ja, und dann gibt es die Klimakrise. Wir wissen, dass wir da auch sehr aufpassen müssen, dass Nachhaltigkeit große Themen sind. Energiebilanz von Produkten, weniger ist mehr vielleicht. Ganz viele Aspekte spielen da hinein, aber eigentlich sind das alles Aspekte, die für uns, für die grüne Branche irgendwie auch positiv sind. Ja, und deswegen sollten wir jetzt Gas geben und uns gut präsentieren mit natürlichen Produkten vor allen Dingen. Und ihr seht schon, ich stehe in einem Umfeld von schönen Dingen, die in die Weihnachtszeit passen. Und wenn man schaut, durchzieht eine gewisse Natürlichkeit all diese Themen. Ja, hier zum Beispiel ist etwas, sag mal, kindlicher, ländlicher. Anderes ist etwas opulenter, glänzender. Also es gibt ganz vieles und das möchte ich euch jetzt in den Blooms Trends vorstellen, die ich schon mal als Moodchart vorbereitet habe. So habt ihr einen ersten First Look auf das, was bald kommen wird. Ja, hier ist die Startfolie. Trendwochen bei Blooms, Winter, Weihnachten. Diesen Link solltet ihr euch schon mal merken. Ja, und das ist das erste Thema, Eco und Creative. Sagt es ja schon, ökologisch, kreativ. Und wenn man das mal so schaut, sieht es wirklich ein wenig skandinavisch aus. Wir entdecken sofort diese Hellholzprodukte, unbehandelt, sehr natürlich. Aber es hat auch traditionelle Aspekte, durch das Rot zum Beispiel. Das gehört in unsere Weihnacht hinein. Und da denkt man dann sofort an den Ilex-Beerenzweig, an Hagebutten, aber auch Poinsettia und Amaryllis und viele andere rote Blumen und Pflanzen. Aber schauen wir auch mal bei den Hardwaren hin. Mittlerweile gibt es von der Zulieferbranche sehr schöne Produkte, die genau in diesen Bereich Ökologie hineinpassen. Zum Beispiel hier diese Kollektion mit diesem Go Green Label. Auch das sieht schon allein im Regal sehr schön aus. Auch an sowas solltet ihr denken in der Warenpräsentation. Ja, oder Wolliges oder wie man auch hier sieht, Papierfaltungen, Furnierholz. Also ganz viel. Und das Ganze sieht auch frisch aus durch die ergänzenden Farben wie ein wenig Rot, ein wenig Natur, Weiß und so weiter. Ja, Thema Nummer 1. Jetzt wird es prächtiger. Lush and Precious. Wir sehen sofort diese starke Violettfarbigkeit und viel Blau. Aber auch Gold ist ganz wichtig, das macht es sehr opulent. Und dann entdecken wir zum Beispiel Naturprodukte, wie hier dieser schöne Juniperus-Busch oder eben auch Eryngium, die blaue Distel, die so schön hält und auch für Weihnachten passt. Ja, und bei den Produkten haben wir schöne Oberflächen, verhaltener Glanz, Riefen oder hier auch bei den Kugeln ganz raffinierte Oberflächen oder sowas hier bei den Servietten und bei den Papieren, schöne Musterungen, fein gezeichnet mit Gold und eben irgendwie auch ein wenig elegant. Ja, ein Thema, was grundsätzlich etwas dunkler gehalten wird, aber sehr festlich und weihnachtlich auf jeden Fall rüberkommen wird. Wir bleiben mal in dieser opulenten, reichen Welt und hier kommen die botanischen Aspekte hinzu. Rich and Botanic. Wunderschöne Grüntöne, ganz wichtig dieser Petrolton. Ja, und wir entdecken hier Orchideen zum Beispiel, also sehr besondere edle Blüten. Aber auch die Helleborus bringt uns so einen gewissen botanischen Touch mit hinein. Hat ja auch wunderschöne Blüten. Ja, und bei den Hardwarenprodukten schöne Oberflächen mit Struktur, mit Musterungen. Hier sehen wir ganz viel dabei. Schöne Gläser mit tollem Schliff, tolle Kugeln, Kerzen, die aufgrund ihrer matten Oberfläche auch irgendwo reich aussehen. Hier ein Thema, was sehr botanisch ist. Dann wird es kalt, wir gehen mal so in den Norden. Wir sehen Eis, wir sehen Frost, wir sehen Schneeeffekte. Cool and cozy ist dieses Thema.
aber es bekommt Lebendigkeit durch die Pinktöne und Rosé. Das kann ganz gut durch die Blumen passieren, zum Beispiel durch eine Amaryllis, aber auch hier wieder vielleicht die Christrose oder die Alpenveilchen. Da gibt es ganz viel, was da auf jeden Fall passen könnte. Schöne Gläser, schöne Oberflächen bei Kerzen, die frostig sind. Ja, und hier sehen wir schon, es funktioniert draußen auf der Terrasse, auf dem Balkon, genauso indoor. Also auch eine Floristik, die irgendwie Raffinesse zeigt, Handwerklichkeit auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir sehr stark in dem braunen Segment. Wir haben ein Thema, das heißt Opulent and Crafted. Handwerklichkeit spielt hier auch eine große Rolle. Deswegen passt auch schon mal Naturzweige, Äste, Rinde, Holz, all das Ganze. Aber es wird hochwertig verarbeitet. Deswegen kommt auch Glanz hinzu, durch Gläser, durch Kugeln, viel Textiles mit schönen, warmen Oberflächen, vielleicht auch Leder. Interessante Verarbeitungen. Oder hier sehen wir schon mal Floristik mit Zapfen, schöne Effekte, tolle edle Blüten, die dazukommen, die so ein bisschen rotbraun sind. Also ein sehr warmes Thema, was ja so ein bisschen in Richtung Kamin irgendwie geht und auch irgendwie das Herz erwärmen wird zur Weihnachtszeit. Ja, und dann wird es natural and organic. Sehr natürlich, sehr organisch, also etwas, was jetzt auch sehr wichtig ist. Wir sehen helle Töne, wir sehen auch weiß, schöne Grüntöne, aber vor allen Dingen immer diese ganzen beige, Sand, Brauntöne, die sehr licht sind. Dazu passen schon mal schöne Naturwerkstoffe wie die Mistel oder weiße Blüten, das kann auch die Poinsettie sein, Amaryllis-Zwiebeln, Eucharis, ich könnte jetzt ganz viel aufzählen, Blüten, die sehr schön sind oder auch Beeren. Ja, und dann schönes Bindematerial, Nüsse, tolle Oberflächen, Papieroptik vielleicht. Es gibt so schöne Recyclinggefäße aus Papieroberflächen, die einfach richtig gut in die Zeit passen. Ja, oder auch bei Kerzen oder hier die Zapfenverarbeitung, also auch ein bisschen so traditionelles, aber ganz modern und kreativ verarbeitet. Ja, hier auch wieder die Helleborus, die ganz weiße, auch Topfpflanzen passen gut dazu. Ja, und dann wird es nochmal richtig rot, traditionell. Ja, das gehört eigentlich so in die deutschsprachigen Länder besonders dazu. Und hier fallen sofort die großen Blüten auf, die Amaryllis, die Poinsettie oder auch der Granatapfel. Ja, da sind es einfach die roten Klassiker hier in diesem Thema. Kerzen natürlich, Christbaumkugeln, klassisch rot mit einem Opalglanz vielleicht, das ist was Besonderes. Ja, und in der Verarbeitung schön der Ilex, Zweige wieder, also auch Edles. Und das Rot dominiert in diesem Thema. Ja, damit habe ich euch die Themen vorgestellt, die wir vorbereitet haben, die wir jetzt noch weiter ausarbeiten werden. Und ich möchte mich an der Stelle schon mal bedanken bei unseren Partnern, bei unseren Sponsoren, die geholfen haben, so ein Event überhaupt möglich zu machen. Das kann man nicht alleine. Ja, und ich denke auch, in diesen Zeiten sollte man zusammenhalten, sollte man gemeinsam den Weg nach vorne gehen. Und deswegen vielen Dank an alle, die mitmachen. Ja, und dann nochmal zum Timing. Am Freitag, den 3.9. geht es los. Wir stellen die Themen vor, bringen quasi einen Einstieg und dann jeden Tag ein neues Thema. Ja, und das umfasst dann die Kalenderwoche 36 und 37. Könnt ihr euch schon mal einen Kalender schreiben. Ja, und das wird ausgespielt auf allen Kanälen. Auf der Blums Webseite, aber auch auf der Blums Facebook-Seite, Instagram-Seite, Pinterest, YouTube. Wir haben Bewegtbild dabei. Also auf allen Kanälen werdet ihr die Trendwochen sehen und erleben können. Und diesen Link solltet ihr euch merken. blums.de/Trendwochen 2021 Xmas. Schaut schon mal rein, ihr seht diese Trendthemen, ihr bekommt da schon mit einen Eindruck. Ja, und das wird immer dann gefüttert von Tag zu Tag mit neuen Themen. Und ihr könnt den Newsletter abonnieren, sodass ihr immer wieder informiert werdet und nichts verpasst. Ja, ein umfassendes Paket zu den Trendwochen. Und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, vor allen Dingen, wenn es losgeht und freue mich, wenn ganz viele dabei sind. Ja, bleibt alle gesund und habt eine tolle Zeit. Bye bye und vielen Dank.